Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und ich habe heute ein paar sehr interessante Neuigkeiten für euch, denn gestern kamen ein paar interessante Gespräche auf. Und zwar wurde vom Player Support selbst aus im SF Discord mal so ein bisschen die Frage gestellt, wie es denn so aussieht mit Vorschlägen und sowas für Serverzusammenlegung, ja. Und bevor wir das Ganze mal so ein bisschen durchgehen, und ist es erstmal ganz nice, dass überhaupt das Interesse da ist von den Mitarbeitern von Playa Games, an so eine Serverzusammenlegung, ja, darüber erstmal nachzudenken. Und das ist auf jeden Fall ganz nice. Und was ich euch bitten würde, aber entscheidet euch bitte da erst am Ende des Videos für, jetzt nicht direkt am Anfang. Was ich euch wirklich bitten würde, ist, es kann natürlich jetzt wieder so aufgefasst werden, ja, like geil und sowas, aber ich möchte ganz gerne dieses Video nutzen, dazu zu sehen, wie die Resonanz der Community ist, also von euch und von mir auch, ja, wie ihr zur Serverzusammenlegung steht. Guckt euch das Video bis zum Ende an und dann entscheidet drüber. Wenn ihr für eine Serverzusammenlegung seid, dann gebt dem Video bitte gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr gegen so eine Serverzusammenlegung seid, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach unten. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen und trägt ganz gut bei zu den Sachen, wie ja, die Community das so sieht. Also seid ihr für Serverzusammenlegung, Daumen nach oben, seid ihr gegen eine Serverzusammenlegung, Daumen nach unten, weil es sprechen natürlich sehr viele Sachen dafür, sprechen aber auch sehr viele Sachen dagegen, warum man sowas machen sollte. Wir hatten das Ganze öfter schon thematisiert, also ich werde jetzt nochmal nicht auf die Vergangenheit eingehen, was so Serverzusammenlegung und sowas angeht, sondern jetzt den neuesten Stuff mal so ein bisschen ja, euch kundtun. Und zwar hatte Leander halt gestern hier geschrieben gehabt, wir werden demnächst einige Zeilen zur Serverzusammenlegung schreiben und erklären, weshalb es schwierig ist. Wir brauchen auch euer Feedback. Wie soll mit Doppelnamen und Gildennamen verfahren werden? Multi-Accounts in den Apps auf Steam, erstellte Accounts verwenden, zudem keine Mailadressen. Als Antwort kam von einigen von euch, dass es andere Entwickler und Spiele so machen. Es dort so und so funktioniert, könnt ihr bitte das noch einmal erklären. Wenn es nun auf S1.de Superkrieger gibt und auf S2.de auch, müssten wir einen Tag einbauen, aber Superkrieger Hashtag 1253 sieht doch auch doof aus, oder zudem gäbe es ein Problem mit langen Accountnamen, an die noch der Tag hinten dran müsste. Was er hier damit meint, ist so wie in Discord oder ich glaube im Battle.net ist das auch so, dass jeder Spieler seinen eigenen Battle-Tag so hat und kann darüber dann so Freunde finden und hat halt so seine eigene, ja, Adresse, sag ich mal, so seine eigene Nummer, und darüber könnte man das dann ausmachen, und das wäre hier dann halt als Vorschlag schon mal gewesen vom Leander, weil es ist nämlich auch wichtig, jetzt nicht nur über diese Entscheidung, ob ihr jetzt nun dafür seid oder dagegen seid, sondern auch, was ihr für Ideen habt für so eine Serverzusammenlegung. Wenn ihr dafür seid, dann schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das machen würdet, oder wenn ihr Ideen habt, wie würdet ihr damit umgehen mit dem Problem? Weil was nämlich auftritt mit dem Problem, wenn man jetzt irgendwelche alten Server zusammenlegen würde, dann würde quasi das Problem dabei entstehen, dass, wie schon geschrieben, dass viele Spieler halt auf verschiedenen Servern spielen. Bestes Beispiel ist halt Bad News Run. Der hat einen Account hier auf S9.de, dann hatte hier einen auf S8.de. Und wenn die beiden Server liegen ja nun direkt zusammen, und dann hatte er ja noch Don Serapiro auf S7 ja auch noch, ne? Also die drei Server liegen ja direkt beieinander und das ist ja alles der ein und derselbe Spieler, nur auf verschiedenen Servern. So, wenn die jetzt zusammengepackt werden würden, dann würde es natürlich eine ganz schöne Problematik darstellen, da er natürlich verschiedene Namen hat, verschiedene Charaktere auf verschiedenen Servern und müsste 3 Accounts oder 2 Accounts auf einen Server spielen, was erstmal gegen Multi-Accounting, gegen die Regeln verstößt, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Man kann ja sowas immer noch aushebeln, sowas wie wenn so eine Zwangszusammenlegung ist. Dann kann man da natürlich drüber hinwegsehen, aber es ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt förderlich, und ich glaube auch nicht, dass jemand wie Bad News Run, oder ich möchte auch nicht auf 2 Servern angefangen haben und dann mit 2 Accounts auf einen Server dann spielen in derselben Rangliste. Macht keinen Sinn und ist daher nicht wirklich förderlich, und
Ja, das ist so die größte Problematik, die dabei entsteht. Dann natürlich nochmal kurz zu sagen, warum überhaupt so eine Serverzusammenlegung. Viele wünschen sich halt so eine Zusammenlegung, damit alte Server, also wirklich, wir reden wirklich von alten Servern, die sehr inaktiv sind, dass die zusammengelegt werden aus einem bestimmten Zeitraum, sodass es auch nicht unfair wird. Nicht zum Beispiel Server 5 mit Server 15 oder so, da liegt ja ein großer Zeitraum dazwischen. Und das wäre natürlich unfair, diese zusammenzulegen, da ja der Unterschied zwischen den Leveln halt so krass ist, dass es für S15 im Vergleich zu S5 unfair wäre, die zusammenzulegen. So. Also wirklich Server, die nah beieinander so rausgekommen sind, erschienen sind, dass man die zusammenlegt und dann dadurch dann einen Server macht. So. Da glauben viele Spieler dran, dass dies förderlich ist für die Aktivität auf einem Server. Ja, dadurch würde dann quasi ein Server komplett weggenommen werden und ein neuer entsteht. Also zwei inaktivere Server werden zu einem aktiven Server sozusagen verschmelzt und die Konkurrenz ist größer, belebt das Geschäft. Man hat mehrere Möglichkeiten, mit anderen Gilden zu konkurrieren, sich gegenseitig zu helfen oder zu bekriegen, ja. Und nicht so wie jetzt das bei mir zum Beispiel auf dem Server ist hier bei den Gilden, dass das halt ja ziemlich ausgestorben ist, sag ich mal, so in die ersten paar Ränge auf jeden Fall so, ne, sind noch aktiv und danach ist halt dann nicht mehr großartig was übrig. Es wäre auf jeden Fall nice, weil sich jeder halt diese Aktivität auf dem Server wünscht. Aber jetzt kommen wir halt auch zum Contra und damit meine ich nicht Contra K, ja, damit meine ich wirklich die negativen Teile, die hier dabei herausstechen und das ist halt ja, wenn man jetzt sich zum Beispiel hier auf so einem Server schon relativ weit hoch gekämpft hat und man auf den ewigen Rennen nach Platz 1 ist oder nach den Top 10 oder was weiß ich, was man sich selbst für Ziele gesetzt hat, dann ist das Ganze natürlich auch nicht schön, wenn man jetzt mit einem etwas stärkeren Server zusammengelegt wird und dann noch weiter in der Ehrenhalle bergab sinkt. So. Also viele Spieler würden da wahrscheinlich auch drüber verärgert sein, dass die Server zusammengelegt werden, weil sie halt sehr viel für ihren Rang getan haben. Klar, es ist natürlich auch wieder ein Ansporn, noch höher zu kommen, aber wenn man die Top-Spieler von einem Server mit den Top-Spielern von einem anderen Server, das sind halt Spieler, die werden fast nie inaktiv werden und sich da dann hoch zu carryen, ist halt dann wirklich sehr schwer. So und das würde auch sehr viele Spieler, denke ich mal, auch stören. Zumal kommt dann halt auch noch zusammen, dass dann die internationale Ehrenhalle davon betroffen wäre. Also das ist natürlich auch dann nicht so förderlich. Wir haben hier schon so ein bisschen so ein bisschen Ideen ausgetauscht. Also alles, was Leander halt wollte, ist halt Vorschläge und Ideen von der Community sammeln. Und dazu wollte ich dieses Video halt auch nutzen, dass ihr halt hier unterschreibt, was ihr für Vorschläge hättet, wenn ihr dafür wärt, warum man solch eine Server-Zusammenlegung macht und wie man mit dem Problem dann umgeht, so halt, ne? Die dann da auftreffen würden. So, ne, von den technischen Problemen abgesehen, also es wurde schon so ein bisschen hin und her dann diskutiert, oder was heißt diskutiert, es wurde sich halt ausgetauscht, damit halt jeder so ein bisschen seinen Input dazu gibt und man vielleicht auf einen Nenner kommt dann am Ende des Tages, das finde ich halt sehr gut, dass Leander hier so ein bisschen dann auf uns zukommt, dann auch wieder so, ne. Hier schrieb er dann halt, dass im englischen Channel schon viel Feedback gab so und ja, also wer denn genaueres lesen möchte, kann auch gerne in SFs Tavern hier joinen, das ist natürlich auch sehr nice und da kam auf jeden Fall dann einiges zusammen und wie ich finde auch ziemlich interessant. Ja, das größte Problem ist halt hier mit den Multi-Accounts und sowas, ne? Und ja, hier hatte ich mich dann auch mal kurz in die Diskussion dann mit eingeführt, so dass es halt wahrscheinlich, dass viele nicht wollen, dass halt, ne, also denke ich so, dass die Meinung halt da auseinandergeht, so. Dann hatte ich hier dann nochmal geschrieben, ist halt nur meine Meinung, aber ich glaube, dass viele oder dass genauso viele für eine Fusion sind, die da genauso auch dagegen sind, so, ne? Also, ja, es ist halt im Prinzip, denke ich mal, wenn ich euch sagen müsste, was ich wollte, so, es ist halt schwierig, weil man das Endprodukt noch nicht, man ist sich des Endproduktes noch nicht klar, hundertprozentig und Playa halt selbst auch nicht. Und deswegen kann ich euch nicht sagen, ob ich das überhaupt möchte oder nicht, weil wenn klare Entscheidungen da sind, wie das Ganze umgesetzt wird, dann kann ich erst sagen, ob ich dafür oder dagegen bin. Jetzt verlange ich das natürlich auch von euch, ne? Aber
es ist natürlich, vielleicht seid ihr ja so ein bisschen, weiß ich nicht, ich möchte mich auf jeden Fall ein bisschen neutral dazu stellen, weil ich möchte auch nicht eure Meinung beeinflussen durch meine Meinung und deswegen, vielleicht seid ihr ja schon so ein bisschen voreingenommener dadurch, dass ihr halt entweder dafür seid, für mehr Aktivität auf einem Server oder dagegen seid und dann die Aktivität vielleicht so ein bisschen inaktiver ist und ihr dafür aber in der Ehrenhalle irgendwie höher seid und so und vielleicht so mit dem, was ihr jetzt habt, zufrieden seid, so, ne? Also, ja, das ist auf jeden Fall so die Message dahinter. Und wenn ihr da auf jeden Fall noch weiteres Interesse habt, wie gesagt, kommt gerne hier in den Discord rein, da könnt ihr euch dann alles durchlesen. Wir waren ja schon mal sehr weit mit Serverzusammenlegung, hier wurde auch nochmal geschrieben, nur ist es halt tricky, weil so viel passieren kann und Server heikel sind. Trotz Backups ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Und hier schrieb er auch nochmal, es muss auch das Alter passen, damit es nicht unfair ist. Ne? Also es muss halt, die richtigen Server müssen halt dann zusammengelegt werden. Hier wurden dann schon so ein paar Beispiele genannt, denn, ne? Ja, aber das ist natürlich. Ne? Aber ja, wir auf jeden Fall, wir wollen weiter auf jeden Fall ein paar Vorschläge sammeln. Und hier hat er es auch nochmal geschrieben, müssen wir uns alles ansehen. Ich sammle mal euer Feedback. Genauso im Englischen wurde hier auch ganz viel dazu geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau wo, das glaube ich jetzt schon auch wieder ein bisschen her, aber ja, da kamen auf jeden Fall auch sehr viele Vorschläge, auch aus anderen Spielen, wie die das so gemacht haben, mit Serverzusammenlegungen und sowas, wie die damit umgehen. Ich weiß nicht, in welchen Spielen genau, ich glaube in WoW oder sowas gibt es da auch so eine Serverfusion oder so, oder ja, wurden noch irgendwie andere Spiele genannt, auf jeden Fall ziemlich interessant das Ganze und eventuell kann man sowas auch hier machen, aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt meine Meinung so, dass sich halt sehr viele auf den Fuß getreten fühlen, genauso viele, wie es halt auch feiern würden, deswegen ist es ja schwierig. Es würde wieder so eine kleine Spaltung der Community geben, denke ich so ein bisschen, ja, aber wer bin ich schon, dass ich das zu entscheiden habe, ne? Deswegen, wie gesagt, bin ich da auch noch komplett neutral gegenüber dem Ganzen, bin dafür und auch dagegen, ja, gleichermaßen und deswegen, ich lasse mich auf jeden Fall erstmal überraschen, wie das so aussieht mit der Serverzusammenlegung. Es werden auf jeden Fall Informationen gesammelt, so viel ist schon mal klar und deswegen, wäre ich euch ja auf jeden Fall dafür auch verbunden, wenn ihr bei dieser Diskussion hier teilnehmt und da eventuell auch so ein bisschen eure Meinung mit einfließen lasst in die Kommentare und wie gesagt, entscheidet darüber, ob ihr dafür seid oder dagegen, ja, das ist ganz euch überlassen und das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Ich wollte euch darüber nur in Kenntnis setzen, dass halt Playa denn so ein bisschen auf uns zukommt und so ein bisschen ein paar Statusberichte von uns sammelt, weil für die ist es wahrscheinlich auch nicht einfach, wie man sowas 100%ig umsetzen möchte, deswegen fragen die Leute die Community und von uns dann so ein bisschen, wie wir das denn machen würden. Wir haben aber auch nicht so den 100%igen Plan, ist natürlich klar, viele Leute, ne, viele Köche verderben den Brei so ungefähr, ne? Also es ist halt schwierig, es ist ein sehr schwieriges Thema und deswegen gibt es das Thema jetzt auch schon so Ewigkeiten. Ja, aber mal sehen, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung dazu gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und das war es dann erstmal von mir soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.